Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder eure Lieblingsprobandin da, die Anni. Und heute machen wir ein Arzt-Roleplay, eine Hirnnervenuntersuchung. Und ihr wisst wie immer, die Anni ist natürlich nicht wirklich krank, ich bin auch keine Ärztin. Das Roleplay dient alleine zu eurer Entspannung und ja, ist weder eine medizinische Beratung noch ein Lehrvideo für ja, Studenten. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß, Entspannung und vielleicht könnt ihr sogar einschlafen. Hallo. Hallo. Du bist ja da wegen deiner Gehirnerschütterung. Du hattest ja vor 2 Tagen eine und wir werden jetzt eine Hirnnervenuntersuchung machen, um zu schauen, ob da irgendwas geschädigt worden ist. Auch nennt sich auch Kranialnervenuntersuchung. Genau, und ich werde einfach nach und nach die Tests machen, dir dazu was erklären. Und genau, mach dir aber keine Gedanken. Es ist wahrscheinlich auch nichts, weil sonst hast du ja außer Kopfschmerzen keine Beschwerden, oder? Nee, sonst nichts. Okay, sehr gut. Wir fangen an mit dem Nervus olfactorius. Der ist zuständig für den Geruch. Und da werde ich dir jetzt gleich 2 Teebeutel geben. Und du sollst mir einfach sagen, welchen Geruch du riechst. Okay. Erstmal ziehe ich mir natürlich noch Handschuhe an. Okay, dann schließe jetzt bitte deine Augen und halte dir ein Nasenloch zu. So, genau. Ich halte es dir unter die Nase. Kannst auch. Kamille? Genau, das ist Kamille, sehr gut. Die andere Seite. Fenchel? Fenchel, super. Sehr gut. Also wenn du das gerochen hast, dann passt es soweit. Das war jetzt auch nicht so leicht. Und dann darfst du noch mal die Augen schließen. Ich habe noch mal einen schönen Geruch für dich. Vielleicht etwas schwerer. Ich nehme eine tolle Kerze. Vielleicht kannst du es erahnen. Ist eigentlich zur Entspannung oder wenn man schlafen möchte. Vielleicht so in die Lavendel-Richtung? Genau. Sehr schön. Also da wissen wir, dass alles okay ist. Gut. Da passt alles. Als nächstes haben wir den Nervus opticus. Der ist, so wie es schon heißt, hauptsächlich für das Sehen verantwortlich. Wir haben auch noch welche für die Augenbewegungen, aber jetzt geht es erstmal ums Sehen und Sehfeld. Okay? Gut. Dann darfst du mal ein Auge schließen. Und sag mir immer den Buchstaben, den ich umkreise. T. P. E. A. R. Die letzte unterste Reihe. Ein E. Sehr gut. Bitte das andere Auge schließen. Und du sagst mir, wohin dieses E immer geöffnet ist. Nach unten. Nach rechts. Sehr gut. Nach unten. Ja.
nach links, nach oben, nach rechts, Super. und nach unten. Perfekt. Also was die Sehschärfe angeht, ist auch alles okay. Jetzt testen wir dein Sehfeld. Du darfst wieder ein Auge zuhalten. Du sagst mir, wann du meine rechten Finger in deinem Sehfeld siehst. Jetzt. 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 Sehr gut. Andere Seite. Jetzt. 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 Super. Noch einmal zusammen. Jetzt. Jetzt. Und einmal noch. Ja. Gut. Dann hatten wir jetzt eben die orientierende Visusprüfung, die Gesichtsfeldprüfung mittels Fingerperimetrie und als letztes werde ich mir noch deine Pupille mit Licht genau anschauen, die Pupillenreaktion. Okay, genau, schau bitte auf meine Nase dabei und fixiere nicht das Licht. Ich schaue mir die beleuchtete Pupille an und natürlich auch die andere. Gute Reaktion und von der anderen Seite eben keine. Sehr gut. Okay, dann haben wir auch den Nervus opticus getestet. Dann haben wir noch 3 weitere Hirnnerven, die für die Augenbewegung zuständig sind. Der Nervus oculomotorius, Nervus trochlearus und Nervus abducens werde ich jetzt zusammen testen, weil die einfach unterschiedliche Augenbewegungen machen. Kann man in einem testen. Ganz klassischer Test. Du folgst bitte meinem Finger. Genau, ich achte darauf, ob beide Augäpfel meiner Bewegung folgen können. Das schneller. Gut. Auch kein Nystagmus, also kein Zittern am Ende. Okay, Achtung, ich gehe jetzt zu deiner Nase. Weiterhin. Das ist ein Schieltest. Sehr gut, nochmal. Und gut. Ach, das hat gut geklappt. Dann möchte ich noch einmal, dass du bitte dem Licht folgst. Der Kopf bleibt da. Ganz fest. Genau. Oh, es flackert, aber stört dich auch nicht. Okay, gut. Auch das ist ohne pathologischen Befund, also alles in Ordnung. So, haben wir schon mal 5 Hirnnerven getestet von 12. Jetzt haben wir noch den Nervus trigeminus. Da werde ich jetzt gleich einfach mal deine Haut abtasten, weil der eben die Haut innerviert. Und auch ob du Berührung von Schmerz unterscheiden kannst. Okay. Genau, aber das ist jetzt natürlich nicht wirklich schmerzhaft, was wir machen. Genau. Okay. Gut, ich taste jetzt erstmal dein Gesicht ab. Du sagst mir, ob du das an beiden Seiten gleich wahrnimmst. Ja, das ist gleich. Teste ich noch so ein paar Punkte, die schmerzhaft sind. Das schmerzhaft? Nein. Schmerzhaft? Nee. Hier? Auch keine Schmerzen. Okay, gut. Dann
Seiten gleich wahrnimmst. Okay. So, ob das eben sich wie ein Pinsel anfühlt oder ob das auch ein Stechen oder irgendwas gibt. Genau. So. Ganz normal. Ganz normal. Ja. Sehr gut. Dann habe ich jetzt noch das Nervenrad. Da gehe ich auch ganz vorsichtig an den beiden Seiten hin. Du sagst mir, ob sich das vielleicht anders anfühlt. Es sollte sich anders anfühlen als jetzt eben die Berührung mit der Hand und du da so ein leichtes Pieksen wahrnehmen kannst. Ja, ein leichtes Pieksen. Sehr gut. Und jetzt einfach mal feste zusammenbeißen. Genau, versuchen zu öffnen. Ja, sehr gut. Genau, was auch eben diese Kaumuskulatur innerviert, aber da ist auch alles gut. Okay, dann haben wir noch den Nervus facialis. Der macht auch die, die Gesichtsmuskulatur außer die Kaumuskulatur. Dafür darfst du jetzt mal ein paar Sachen machen. Mal die Backen aufblasen. Genau, das passt. Dann einmal die Stirn runzeln. So, Augen zusammenkneifen. Sehr gut. Zähne zeigen. Okay, genau. Dann schaue ich mir nur deine Gesichtsfältchen an, die halt ja symmetrisch sind. Also du hast natürlich noch fast keine Falte. Höchstens hier sind ein paar Lachfältchen, aber die sind komplett symmetrisch. Das passt also. Gut. Okay, dann haben wir als nächstes den Nervus vestibulocochlearis. Das ist einerseits fürs Gleichgewicht und fürs Hören zuständig. Darfst du dich jetzt einmal kurz auf ein Bein stellen? Ja. Genau. Ich schaue, ob du einen Nystagmus hast. Nein, du kannst gut stehen bleiben. Perfekt, danke. Du darfst dich wieder setzen. Okay, ja, und beim Hören machen wir jetzt natürlich einen Hörtest. Als erstes mache ich diesen Test mit der Stimmgabel. Und zwar werde ich jetzt erstmal die zum Klingen bringen, über dich halten und du sagst mir, ob du es zuerst rechts oder links hörst. Okay. Rechts. Rechts. Links. Gut, dann werde ich das jetzt hier an dein Mastoid halten und du wirst eine Vibration spüren von der Stimmgabel und du sagst mir, wann du diese Vibration nicht mehr spürst oder wahrnimmst. Okay. Jetzt. Jetzt. Sehr gut. Gut, dann darfst du nochmal die Augen schließen und ich halte es nochmal so rechts oder links hin und du sagst wieder rechts oder links. Links. Rechts. Eher so in der Mitte. Okay, es war wieder rechts, aber so eine Fehlerquote darf sein. Links. Gut. Wahrscheinlich, weil ich es am Anfang in der Mitte geschlagen habe. Genau, aber passt alles perfekt. Brauchen wir uns keine Gedanken machen.
deswegen. Gut. Ich werde jetzt so, schreiben wir erstmal. Okay, gut. Dann werde ich noch mal ein paar Wörter flüstern und du wiederholst die Worte einfach, brauchst aber nichts flüstern. Ja. Genau. Mach gerne die Augen zu, damit man das Lippenlesen ausschließen kann, falls du das kannst. Okay. Orchidee. Orchidee. Wäschekorb. Wäschekorb. Bällebad. Bällebad. Fernseher. Fernseher. Stuhl. Sehr gut. Konntest du alles wiederholen? Okay. Dann haben wir noch den Nervus glossopharyngeus und den Nervus vagus. Sind beide ja zuständig auch für den Schlundbereich und Kehlkopf, Schlucken. Das heißt, ich schaue mir den Bereich an und schaue auch noch mal in deinen Mund und lass dich schlucken und schau, ob das symmetrisch passiert, dass es nicht nur auf einer Seite zum Beispiel ist. Genau. Mal taste ich so ab. Tut auch nichts weh, oder? Gut. Darfst du einmal den Mund öffnen? Okay, und die Zunge rausstrecken. Okay, gut. Gaumensegel und Zäpfchen bewegt sich gleichmäßig und symmetrisch. Sehr gut. Okay. Wieder schließen. Ist auch das alles gut soweit? Ja. Okay, dann haben wir noch den Nervus accessorius, der innerviert den Sternocleidomastoideus, der ist hier, und den Trapezius. Bedeutet, wir machen da jetzt einfach kleine Krafttests, um zu gucken, ob die beidseits noch gut arbeiten. Okay, gib dir einfach einen Widerstand. Du versuchst den Kopf zu drehen nach links. Ja, das geht. Andere Richtung. Okay, super. Dann, wir machen das jetzt einseitig. Bitte einmal die linke Schulter heben. Ja, gut. Und einmal die rechte Schulter heben. Perfekt. Gut. Und jetzt haben wir den schönen Abschluss, den Nervus hypoglossum. Darfst du mir die Zunge rausstrecken? Okay, das hat geklappt. Und jetzt drückst du einfach mit deiner Zunge quasi gegen deine Backe. Halten. Gut. Andere Seite. Ja, okay. Also auch da funktioniert alles. Okay, genau. Also, wir haben jetzt alle 12 Hirnnerven getestet und nichts Auffälliges gefunden. Das heißt, da ist auf jeden Fall alles gut. Und ansonsten wurden ja auch schon Aufnahmen gemacht, glaube ich, MRT und so, Genau, ist ja auch ja. alles gut. Das heißt, natürlich kannst du Schmerzmittel nehmen, irgendwas, und sehr viel Ruhe gönnen, ist auch klar. Aber es gibt jetzt keinen Grund, warum du dir jetzt Sorgen machen müsstest. Okay, super. Ja, okay. Gut, dann hoffe ich, wir sehen uns nicht so bald wieder. In deinem Sinne. Nein, genau. Also wenn irgendwas ist, doch etwas merkst, auch wenn jetzt irgendwie was von den Tests, was dir auffällt, dass es nicht mehr klappt oder so, dann melde dich natürlich
natürlich sofort. Ja. Aber ansonsten brauchen wir uns da jetzt keine Sorgen machen. Okay, super. Gut. Okay, dann ja, wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Gleichfalls. Danke. Dankeschön.